Die beiden Schutzleute Christian Schneider und Florian Mehrheim gehen wie jeden Tag Streife in Schwalbach am Taunus. Am Marktplatz in der Fußgängerzone ist eine ältere Frau gestürzt. Sie liegt benommen auf dem Pflaster. Die beiden Polizisten sind zufällig in der Nähe, eilen zur Hilfe. Du hast dir eine kleine Wunde am Kopf zugezogen, Hanni. Sie sind dazugekommen vom Netto? Nee, ich habe Feierabend. Also ich war schon draußen und wollte dann, wir wollten hier runter in die Richtung und dann haben wir sie hier liegen gesehen. Okay. Ja, und da hat die Dame schon mit dem Rettungsdienst telefoniert gehabt. Manche gehen da vorbei, aber sehr gut, wenn sie anhalten und helfen. Vielen Dank. Da sind jetzt keine lebenserhaltenden Sofortmaßnahmen notwendig, aber dass wir hier den Leuten, die schon sehr gut Erste Hilfe geleistet haben, dass wir die noch ein bisschen unterstützen, vielleicht auch den einen oder anderen Schaulustigen nett darauf hinweisen, dass man das selbst auch nicht so haben wollen würde, wenn man da liegt, dass da alle gucken und dann verstehen die das. Sie sind Schutzmann vor Ort, fahren bewusst nicht mit dem Autostreife, sondern gehen zu Fuß. Prävention, Beratung und Ansprechpartner in allen Polizeifragen, das ist ihre Aufgabe. Sie sind bekannt bei vielen Bürgern. Es ist so, dass wir bewusst auch medial vorgestellt werden, damit die Ansprechpartner der Polizei bekannt werden, um eben Fragen auch gezielt zu uns zu kanalisieren und ich sag mal, für den Bürger einen Ansprechpartner zu bieten. Wirklich. Salopp gesagt, Polizist zum Anfassen. So könnte man es sagen, so stand es auch schon in der Zeitung. Sie sind nicht nur in Schwalbach unterwegs. Besuch im Mehrgenerationentreff in Flörsheim. Hier ist einmal die Woche ein Mittagessen angesagt, das ehrenamtliche Spendieren. Viele Senioren, die sich vertrauensvoll mit ihren Problemen an die Schutzleute wenden können. So, hallo, ich wollte gar nicht lang stören. Hallo, guten Tag. Danke. Wir waren als Schutzleute vor Ort, waren wir wieder am Fußstreit. Ich war ja auch schon ein paar Mal bei Ihnen und wir wollten nur mal kurz Hallo sagen. Lass ich schmecken. Am Infotisch liegen Flyer aus, warnen vor Trickbetrügern, die es hauptsächlich auf Senioren abgesehen haben. Den zwanglosen Kontakt zur Polizei schätzt auch Lucia Haug vom Mehrgenerationentreff. Die Senioren finden das auch schön, einfach auch mal aus einer anderen Perspektive, ohne dass was Schlimmes passiert ist, einen Polizisten zu haben und da mal zu sprechen oder mal Fragen zu stellen und zu sehen, dass Polizei nicht was Schlimmes ist. Dann kommt man halt auch mit älteren Leuten ins Gespräch, weil alle haben schon Anrufe erhalten, Betrugsanrufe und so weiter. Das sind alles potenzielle Opfer. Und wenn wir so auf die Schiene miteinander kommen, ohne große PowerPoint oder Vortrag, sondern einfach nah an die Leute. Auf ihrer täglichen Streife liegen auch Parks. Tagsüber ist es meist ruhig. Für viele Bürger gerade aber nachts sind das sogenannte Angsträume, Vermüllung, Schmierereien und beliebte Treffs für Jugendliche. Wenn hier auch Jugendliche mal sitzen und mal Musik hören oder was, dann ist das auch schnell laut. Man muss aber auch zur Vollständigkeit dazu sagen, dass die Stadt nicht nur älteren Menschen gehört, sondern allen Einwohnerinnen und Einwohnern. Und dazu gehören natürlich auch Jugendliche. Ne? Und die können sich hier genauso aufhalten. Die müssen sich aber die Regeln halten. Also nicht zu laut, keine Vermüllung, keine illegalen Sachen. Und dann ist dagegen auch nichts zu sagen. Vermüllung ist an allen öffentlichen Orten ein Thema. Und was man da machen muss, ist einfach hinterher sein, das sauber zu machen. Also je schneller so ein Gemälde weg ist, umso weniger Gemälde kommen dann auch dazu. Beim Müll ist es ähnlich. Je schneller der Müll beseitigt ist, umso sauberer oder umso länger ist der Park dann auch wieder sauber. Die Schutzleute melden das dann an die Stadtverwaltung. Noch so ein Angstraum, der Tunnel am Bahnhof. Hier wird regelmäßig Streife gelaufen, Präsenz gezeigt. Tunnel oder so Unterführungen bringen natürlich per se so ein Gefühl von Unsicherheit mit künstliches Licht. Es ist beengt und wie man jetzt hier auch sieht, es passieren auch schon die ersten Sachen. Also es wird hier verschönert oder angepasst, es wird heller gemacht und hier passiert was. Wie in jeder Stadt werden auch hier in Flörsheim am Bahnhof viele Fahrräder geklaut, auch am helllichten Tag. Deshalb werden Flyer verteilt. Wir weisen darauf hin, was man gegen Fahrraddiebstahl tun kann. Also dass man das Fahrrad kodieren kann, dass man Fahrräder, wie man sie richtig sichert. Also ist hinten auch nochmal eine Kurzanleitung drauf. Beraten, für die Bürger da sein, Präsenz zeigen. Die bewaffneten Schutzleute sind ausgebildete Polizisten, die auch mal eingreifen müssen, wenn ein Verbrechen geschieht.
Und natürlich, wo Polizei draufsteht, ist auch Polizei drin und dann ist halt auch eine Dienstwaffe dabei. Und es ist immer das Ultima Ratio natürlich. Und ich sage mal, bei allen PolizistInnen ist es so, dass die wichtigste Waffe das Wort ist. Und das steht immer am Anfang. 3 Jahre sind sie nun schon gemeinsam auf Streife, immer bereit, Kriminalität zu verhindern.